Auf was muss ich mich bei einer Verhandlung vorbereiten? Georg Daut, du hast schon so viele Verhandlungen geführt. Was sind denn so die drei wichtigsten Sachen, Dinge, auf die ich achten muss, damit die Verhandlung auch was wird? Ja, das sind so Dinge, die ich über die viele Jahre von Verhandlungen gelernt habe. Was wahrscheinlich der erste Schritt ist, den man gehen sollte, ist sich Gedanken über das eigene Mindset machen. Was meine ich damit? Naja, es gibt Menschen, die verhandeln sehr aggressiv und haben Schwierigkeiten zu verlieren und machen sich unter Umständen hinterher Vorwürfe, weil sie zu nachgiebig waren oder weil sie einen Fehler gemacht haben, gehen vielleicht mit sich selber dann ganz hart ins Gericht und verhandeln deshalb lieber eher aggressiv, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist. Andere wiederum sind sehr großzügig, ja, die kommen dem anderen sehr schnell entgegen und wollen nicht der Böse sein, wollen nicht der aggressive Verhandler sein und wollen ein gutes Verhältnis am Leben erhalten. Und denen ist es einfach wichtiger, dass auf der anderen Seite, dass es demjenigen gut geht. Habe ich schon ganz viele Menschen kennengelernt, die würden also eher noch ihr letztes Hemd geben, nur damit der andere zufrieden ist. Also man sollte sich selber schon sehr gut kennen, wo man seine Schwachstellen hat und wie man im Extremfall reagiert. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, nämlich wenn wir unter Druck kommen, gehen wir eher auf etwas, was wir schon kennen, was uns Sicherheit gibt. Und da sind wir dann weniger im Kognitiven, da sind wir dann mehr im Emotionalen. Und dann kann es schwierig werden, wenn wir emotional eben anders geprägt sind. Ähm, Immer dann, wenn wir unter Druck kommen oder wenn Ängste da sind, dann wird es eben schwierig. Und deshalb sollte man genau wissen, was passiert, wenn ich unter Druck komme, was mache ich dann und wie reagiere ich im Normalfall dann. Und das ist halt eben etwas, das lerne ich eben einmal durch viele Verhandlungen, die ich vielleicht schon gemacht habe. Und wenn man sich selber halt mit sich oder wenn man sich mit sich selber beschäftigt, dann weiß man und kennt dann auch so seine Schwachpunkte. Für mich ist auch oft meine Frau diejenige, die sagt, naja, jetzt bist du wieder in deine typische Falle getappt, ja, weil die einen ja auch gut kennen. Ja, Ja. und dann erfährt man da immer wieder so ein bisschen was. Also Mhm. mein Mindset prägt sehr stark meine Verhandlungen. Ich sollte mich Ja. sehr gut kennen, damit ich eben in Extremsituationen noch richtig reagieren kann. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn zum Beispiel die Spezialkräfte der Polizei trainiert werden oder sowas. Die werden ja trainiert für Extremsituationen. Wir als Normalbürger, wenn wir in eine Extremsituation kommen, dann sind wir oft paralysiert, weil wir gar nicht wissen, wie wir reagieren sollen. Und diese Leute werden so trainiert, dass sie in diesen Situationen auch noch gut reagieren können, ja. Und das ist halt eben, wenn wir nur manchmal verhandeln, nicht der Fall, sondern wir müssen es dann halt anders üben und uns darauf einstellen. Aber man kann natürlich sich auch selber besser steuern, wenn man das geübt hat. Der zweite Punkt, den viele vergessen, ja, weil sie gar nicht darüber nachdenken, weil sie oft auch so in eine falsche Abhängigkeit kommen, nennt sich hier die Alternative. Also wenn ich eben unter schwierigen Bedingungen bin und nicht weiß, Mensch, kann das ein gutes Ergebnis für mich haben, sollte ich immer gucken, habe ich eine Alternative und die kann ich mir aufbauen. Ja, also ich mache ein Beispiel, wenn ich halt mit meinem Chef eine Gehaltsverhandlung habe und ich kein anderes Konkurrenzangebot habe, ne? Aber dann ist es ja schwierig, ne? Weil dann sagt der Chef nein, dann sage ich, ja, okay, dann muss ich halt bleiben. Oder wenn ich aber sage, naja, Chef, weißt du, ich habe ein Angebot vom Wettbewerber und da kriege ich das Geld, was ich will, dann habe ich eine andere Position. Man sollte das natürlich nicht immer gleich ausspielen, aber im Hinterkopf haben, habe ich eine Option, da aus dieser Sache auszusteigen. Die Amerikaner, die Harvard-Leute sagen, BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. Also was ist die bessere Alternative zu dem, was ich gerade am Verhandlungstisch bekomme? Und wenn ich mir das vorher sauber aufbaue, bin ich auch in der Verhandlungsposition ganz anders gestärkt. Das wichtigste Wort beim Verhandeln, das vergessen viele, ist das Wort Nein. Ich kann ja aus einer Verhandlung immer aussteigen, wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin. Ich muss ja nicht unterschreiben. Und deshalb ist dieses Nein für mich eines der wichtigsten Worte. Und das ist das Erste, was ich abfrage, wenn ich ein Verhandlungstraining mache. Was ist denn das wichtigste Wort? Das Wort heißt Nein. Ich bin damit nicht einverstanden. Ja, ähm, das vergessen viele. Und Okay. wenn ich halt eine Alternative habe, fällt dieses Nein viel, viel leichter. Und der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, wir haben als Verhandler in aller Regel viele falsche
oder unverifizierte Annahmen über die Gegenseite. Und die müssen wir verifizieren, weil wenn wir von falschen Voraussetzungen ausgehen, argumentieren wir anders. Und da habe ich zwei Dinge. Einmal das Thema Tatsachen. Was kann ich denn an Fakten, die es gibt oder die auf dem Tisch liegen oder Aussagen, wie kann ich die verifizieren? Wie kann ich prüfen, dass diese Dinge auch wirklich stimmen, was die Gegenseite sagt? Und das kann ich nur erreichen, wenn ich eben viel frage oder mich auch gut vorbereite, Informationen sammeln, so viel wie es geht. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, sich da schlau zu machen. Denn auf der Gegenseite, da wird viel geflunkert, da kommen viele Aussagen, aber die muss ich halt auch prüfen, stimmen die? Und wenn ich das im Vorfeld mache, bin ich in der Verhandlung auch viel mehr sattelfest. Und da kommt natürlich eine Sache hinein, das Thema Fragen. Ja, also Fragentechnik ist natürlich etwas, was wir beherrschen sollten. Und mir kommt da mein lieber Columbo, dieser uralte Film, immer wieder in den Kopf, der immer so kurz bevor er dann den Raum verlassen, ja, da hätte ich noch eine Frage. Und dann muss der andere sich nochmal erklären, denkt schon, Mensch, ich habe doch schon viel erklärt, was will der jetzt noch von mir? Und das ist eben dieses Insistieren und herausfinden, stimmen die Aussagen und was ist wichtig und was muss ich wissen, bevor ich weiter vorgehe. Also das ist, ich meine, es gibt natürlich auch durch diese amerikanische Filmserie, diese Anwaltsserie Suits, und die arbeiten ja sehr stark mit diesem Pain-Begriff. Ne? Wo ist die Pain? Wo ist der Schmerz des anderen? Oder wo ist seine Schwachstelle? Und die wird konsequent gesucht, bis sie gefunden wurde und die wird dann gnadenlos ausgenutzt. Je mehr ich über die Gegenseite weiß, je mehr kann ich da auch Druck ausüben. Also einmal die Tatsachen verifizieren und der zweite Punkt ist, mit wem habe ich es zu tun auf der Gegenseite? Wer Ja. sitzt mir denn da gegenüber? Ist auch derjenige, der da gerade mit mir spricht, derjenige, der Entscheider ist, der dann auch das Sagen hat? Oder ist da jemand im Hintergrund, den ich gar nicht kenne oder Mhm. der da mitredet und das Einfluss nimmt? Ganz, ganz wichtig. Dann analysiere ich auch die andere Person, dass ich sage, okay, was für ein Typ habe ich denn da vor mir? Ist das ein dominanter Typ? Ist das ein stetiger Typ? Ist ein initiativer Typ? Was nicht unbedingt, ich kann seine Verhaltensweisen besser interpretieren und überlegen, was will der denn gerade? Also, wie gesagt, ich mache mir sehr viele Gedanken auch über die Menschen, mit denen ich zu tun habe und kann ich da Informationen sammeln über Facebook, über Instagram, über LinkedIn, ja, mit Oder über wem hat er Kollegen, ja. welche Vielleicht auch, ja. geschäftlichen Beziehungen, welche Hobbys hat dieser Mensch, ja? Ja. Ja, oder was sind seine Lieblingsthemen und so weiter. Also all das Dinge, je mehr Informationen ich habe über die Gegenseite zu den Tatsachen, aber auch zu den Menschen, je mehr kann ich in der Verhandlung die Sachen ausnutzen. Also insofern Okay. heißt, je besser ich vorbereitet bin, je mehr habe ich in der Hand, je mehr ist meine Position gestärkt und ich tappe dann nicht immer im Dunkeln. Und das ist etwas, was man üben muss und wo jeder machen kann. Jeder, der in eine Verhandlung geht, sollte eben nie unvorbereitet da hineingehen, weil er sich dadurch letztlich alle Chancen nimmt. Auf deiner Webseite gibt es ja eine Möglichkeit, auch über sich selber wirklich ein bisschen mehr rauszufinden. Willst du uns ein bisschen da was dazu Genau. erzählen? Genau, wir haben ja hier einen speziellen Test entwickelt, wo wir sagen, wie verhandle ich am liebsten oder am ehesten? Ne? So nach dem Motto, bin ich eher entgegenkommend oder bin ich mehr vermeidend oder bin ich eher so der Kompromissbereite oder bin ich eher der Kämpfertyp, der keine Kompromisse eingeht? Oder bin ich derjenige, der zusammenarbeitend ist? Und genau das ist eben wichtig. Damit kann ich mich selber schon mal sehr gut analysieren, was ich denn präferiert im Verhandeln nutze. Ja? Und dadurch gelingt es mir, auch ein besseres Bild über mich zu bekommen. Natürlich kann ich auch noch ein paar Persönlichkeitstests ausfüllen, auch da kriege ich noch was raus. Aber so erst noch Verhandlungstest. Und da ist eines ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, dass es da gut oder schlecht geht. Ja? Also, das ist nicht kompromissbereit, ist besser wie zusammenarbeiten oder was weiß ich was oder wettbewerbsorientiert. Sondern die Frage ist, jeder Verhandlungsstil hat ja seine Vor- und Nachteile. Wenn ich sehr stark auf Zusammenarbeiten hinausgehe, was in der Regel das Beste ist, weil dann beide Seiten ihre Interessen nach vorne bringen, das kostet Zeit. Ja, das ist sehr aufwendig. Da muss ich viel Abstimmung betreiben.
Ja, und wenn ich sehr entgegenkommen bin, dann bin ich schneller fertig, der andere ist schneller zufrieden, das Verhältnis ist gut. Ja, wenn ich mehr wettbewerbsorientiert bin, dann leidet unter Umständen die Beziehung. Also es gibt da nicht die beste Taktik, sondern die Frage ist immer, was nützt mir denn gerade? Und natürlich ist Zusammenarbeiten von der Theorie her das Beste, aber unter Umständen habe ich manchmal gar keine Zeit, so viel zu investieren. Ich brauche vielleicht einen schnellen Abschluss. Dann ist halt der Kompromiss das, was am ehesten schnell das Ergebnis bringt, weil wir treffen uns in der Mitte und alles ist gut. Ja. Wobei der Kompromiss letztlich immer ein Verzicht auf etwas ist, was ich eigentlich haben möchte. Also viele denken mir, ja, da findet man einen Kompromiss, das ist doch die beste Lösung. Nein, ist es nicht, denn jeder muss auf etwas verzichten, was er eigentlich gerne hätte. Was vielleicht gut Aber hier nochmal ein wäre. kleines Bild. Ja, Also genau. konkurrieren, zusammenarbeitend, Ja. kompromissbereit, vermeiden und entgegenkommend. Es gibt verschiedene Strategien. Und Ja, es ist super. unabhängig vom jeweiligen oder Disktyp. Ja, also ich habe auch schon Dominante gehabt, die eher entgegenkommen waren oder stetige, die sehr wettbewerbskonkurrierend waren. Also das hat nicht unbedingt eine Korrelation zu den Disktypen, ähm, weil dieser Test zeigt mehr auf, wenn jemand sehr viel verhandelt und wenn es um viel Geld geht und er da sehr viel tut, dann ist es in der Regel so, dass jemand oft eher zusammenarbeitend ist, ja, und oder auch kompromissbereit kommt sehr oft raus, weil man ja für das Unternehmen ein Ergebnis braucht. Es gibt doch diesen Mythos, dass wer extravertierter sei, auch ein besserer Verhandler, eine bessere Verhandlerin sei. Wie siehst du das denn? Nein, überhaupt nicht. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, Leute, die sehr ruhig sind und unter Umständen sehr zuvorkommend, sehr freundlich sind, Mhm. das können manchmal die viel, viel härteren Verhandler sein, weil die dann am Ende Nein sagen oder nochmal die harten Forderungen stellen. Das korreliert überhaupt nicht. Im Gegenteil, diejenigen, die zu viel reden, das ist so meine Erkenntnis, die regen sich manches Mal um Kopf und Kragen, Ja, weil sie zu viele Informationen preisgeben. Ja, also ja. gute Verhandler stellen viele Fragen und reden selber sehr wenig und lassen eher die Gegenseite reden. Also das mit den Informationen preisgeben, das ist mir am Anfang passiert, als ich angefangen habe, auch wichtige Verhandlungen zu führen. Oh je, oh je. Man lernt das aber dann relativ schnell, ja, wenn man dann merkt, das war jetzt keine gute Idee, das auszuplaudern. Aber du hast sicher noch einen Abschlusssatz, der für das ganze Thema wichtig ist, ja. Ja, also ein Abschlusssatz würde ich sagen, ähm, kenne dich selber sehr gut und glaube an dich selbst, dass du das auch gut gemanagt kriegst. Ja, und das ist wichtig, dass wir zu uns selber stehen und zu dem, was wir wollen. Und vor allen Dingen, wenn wir uns im Vorfeld schon darüber Gedanken gemacht haben, wo ist denn die Grenze dessen? Na? Das ist auch so ein Punkt. Das ist eine der wesentlichen Vorbereitungen, wo ich am Anfang gesagt habe, dieses Mindset, wo ich genau wissen muss, wo ist für mich die Grenze, wo steige ich aus, Aus der was ist noch Verhandlung, ja. akzeptabel Ja. und so weiter, wie weit lasse ich da mit mir verhandeln. Wenn ich das im Vorfeld gut für mich im Inneren definiert habe, dann kann ich auch unter Drucksituationen gut und schnell reagieren. Aber an sich selber glauben in dem Moment, jawohl, man hat immer auch eine gewisse Stärke. Und ich hab einen wichtigen Satz, den habe ich vorhin vergessen, bei den Annahmen verifizieren. Ja, die Gegenseite ist meistens viel schwächer und viel abhängiger, als man denkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal verhandeln mit Georg Daudt. Gebt diesem Video bitte ein Like, damit der Algorithmus auch versteht, dass euch das Video weitergeholfen hat. Bis zum nächsten Mal beim Verhandeln mit Georg Daudt.